Hallo liebe Leute, willkommen bei Behind the Pixel. Ich bin Chris, ich habe das Computerspiel Drover Forsaken Kin entwickelt und wir sind hier, um eure Fragen zu beantworten. Und ich habe heute jemanden besonders mitgebracht, den Fabio. Ich grüße dich lieb. Hallo Chris, danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Denn der Fabio ist Game Designer bei uns und hat quasi sehr, sehr viel mitgeholfen oder hat sehr viel mitgearbeitet bei Drover. Und das Thema heute, worum es so ein bisschen geht, ist so Kreativität. Gerade Spielentwicklung ist etwas, was sehr viel Kreativität benötigt und auch Kreativität auf Abruf benötigt. Denn man arbeitet ja Vollzeit an der Stelle, man ist es ja kein Hobbyprojekt mehr, wo man mal nebenbei was einbaut, sondern es ist ein Beruf. Und dann ist so die erste Frage, die ich an dich habe, Fabio. Was bedeutet für dich Kreativität? Direkt mit den super dieben Fragen loslegen. Ja gut, also Kreativität. Also ich denke mal, kreativ zu sein, das heißt ja etwas zu erschaffen, was vorher nicht da zu sein schien, könnte man sagen. Also irgendwas, man schafft etwas in die Existenz. Das ist ja das, was wir Menschen machen können. Ne? Wir können kreativ sein, ne? Ohne jetzt irgendwie religiöse Sachen, aber das ist ja irgendwie so ein bisschen auch ein Thema in der Religion und so, dass wir auch selber erschaffen können Dinge und was wir ja quasi so ein bisschen anderen Lebensformen voraushaben, könnte man sagen. Wohl oder übel, aber genau, also Kreativität ist für mich der Ausdruck des Individuums und wenn man bedenkt, es gibt viele verschiedene Blumenarten und jede einzelne Blume sieht auch ein bisschen anders aus. Genauso ist es natürlich irgendwie bei Menschen auch, nur dass Menschen halt so komplex sind, dass jeder einzelne Mensch einfach schon so eine Uniqueness, also so eine starke Individualität hat. Dass das natürlich faszinierend ist, was diese Menschen alles so schaffen können, ja. Und genau, also ich denke, ja, der Ausdruck von daher, also selbst zu finden, wie drückst du dich gerne aus und vor allem halt auch im kreativen Schaffen, also im Sinne von, da kommt auch was, also man kann es heutzutage nicht mehr immer anfassen, ja, wir haben ja die tolle digitale Technik, aber immerhin kann man damit interagieren sozusagen, auch wenn das, also genau, das heißt ansehen, angucken, selber Hand anlegen, genau. Aber das musst du jetzt ja abrufen, Fabio. Du kannst ja nicht einfach sagen, so, hey, ich habe eine coole Idee, ich schreibe jetzt mal was, sondern es ist ja so, hey Fabio, du kriegst die Aufgabe XY, mach das jetzt so ein bisschen. Das ist jetzt so der Kontext, wo es schwer ist, mit Kreativität auch so umzugehen. Also kann ich mir vorstellen, so bei dir als Game Designer, ich bin ja eigentlich auch Game Designer, deswegen wirkt es immer weird, dass ich dich so interviewe, obwohl ich das Gleiche tue. Aber es muss ja einen Moderator geben. Deswegen, wie machst du das denn, so kreativ zu arbeiten? Ja, also ich glaube, das ist halt so Teil von dem Prozess des Lebens ist ja irgendwie halt zu finden, wie man mit seine eigene Kreativität zu entdecken und zu entwickeln sozusagen. Und da gehört natürlich auch dazu, dass man halt versteht, wie funktioniert meine Kreativität überhaupt und was brauche ich, um kreativ zu sein. Ne? Daher auch die Frage. Und für mich persönlich, also, und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch allgemein so ein bisschen sagen, ist natürlich der größte Feind der Kreativität ist natürlich der Stress. Also das heißt, in dem Moment, wie du schon sagst, hier, das ist die Aufgabe, muss dann und dann fertig sein. Das ist natürlich, also wenn man das die ganze Zeit im Kopf hat beim Arbeiten, dann kann man es eigentlich vergessen, so, ne? Weil dann ist man viel zu fokussiert auf das Problem und man findet dann immer keine Lösung. Genau, also deswegen ist das für mich, hat das viel mit Mindfulness Practice, sage ich jetzt einfach mal, ist jetzt auch ein Begriff mittlerweile so ein bisschen zu tun, also auch so sich selbst quasi auch den Kopf auch mal frei zu halten und ja, darüber ist dann natürlich, also bei mir jetzt spezifisch, ich mache kreative Arbeit lieber abends. Das ist jetzt auch teilweise ganz praktisch, wenn ich auch von der Zeitverschiebung sowieso abends mit euch eher connected bin. Genau, aber für mich funktioniert das abends irgendwie besser, dann hat man quasi schon Sachen erledigt und man hat den Kopf ein bisschen freier. Genau, also das ist nicht schlecht, aber ich glaube halt, um einen guten Umgang mit seiner Kreativität zu haben, braucht man halt auch ein möglichst stressfreies Leben. So, ne? Das heißt, es ist irgendwie wichtig, dass man halt sein Leben einfach gut managt, damit man halt auch nachhaltig gut kreativ sein kann. Ja. Vor allem nachhaltig. Ja, ich glaube, nachhaltig finde ich sehr, sehr gut da drin, weil du willst den Job ja nicht nur ein Jahr machen, sondern du willst probieren, den Job lange zu machen oder lange darin was zu machen. Du hast jetzt gerade erzählt, wegen uns Zeit verschoben. Was bedeutet das denn? Warum ist es denn Zeit verschoben zwischen uns? Ja, also der Grund, warum ich jetzt nicht dabei in Magdeburg neben dir sitze, in dem kuscheligen Streamingraum, ist ja, dass ich gerade in Südostasien unterwegs bin. Ja, das heißt, mein Homeoffice ist so ein bisschen verlegt
Und genau, bin so ein bisschen auf der Reise. Das heißt 6 Stunden, deshalb ist es hier auch sehr dunkel, obwohl es bei dir, glaube ich, ähnlich aussieht, aber Wird langsam. Das heißt, du reist auch sehr viel so. Ist das auch für deine Kreativität? Aber du sagst ja gerade, die Kreativität ist ja, also ein Layer dafür ist halt du selber halt, wie gut du im Leben stehst, wie du dich selbst managst, wie du dich machst. Ist das jetzt auch verbunden mit den Reisen, den du jetzt gerade machst? Weil du sagst ja gerade, du bist gerade in Südostasien, Südostasien, aber es geht ja noch weiter. Ich weiß das ja alles, was auch deine Ziele so alle sind. Das heißt, im Endeffekt reist du ja sehr, sehr, sehr viel, bist sehr viel unterwegs. Fördert das deine Kreativität? Hilft dir das? Ich würde sagen, dass ich das auf jeden Fall brauche auch, sonst würde ich es nicht machen, ne, logisch. Ich glaube grundsätzlich als Game Designer, das ist ja quasi, meinst du, Experience Designer, ne? Also ein Spiel ist ja nicht nur ein Layer, ne? Das sind ja immer viele Sachen, die zusammenkommen. Und ich denke, wenn man Experience Designer ist sozusagen und auch Emotionen wecken möchte und sowas in der Art, dann ist es auch wichtig, selbst viele Experiences gemacht zu haben, sage ich einfach mal, ne? Weil nur daraus kann man ja irgendwie schöpfen und genau, also es ist zwar nicht so, dass ich jetzt sage, hey, ich gehe jetzt reisen, weil das irgendwie meiner Kreativität gut tut. Ich gehe reisen, weil mir das gut tut und das ist dann wieder, das hilft dann natürlich der Kreativität auch. Zusätzlich, dass man natürlich viel Input bekommt von anderen Kulturen, also man trifft eine Vielzahl an Menschen, denen man nicht über den Weg läuft, wenn man immer nur am selben Ort lebt. Genau, es hängt schon so ein bisschen zusammen, aber eigentlich ist es eher so es bietet sich irgendwie auch so ein bisschen an. Ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu meinem inneren Kind. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer mal nicht in Deutschland, also ich wollte mal woanders leben als in Deutschland. Einfach so pauschal so. Ne? Also ich wollte nicht mit 50, 60 Jahren immer denken, okay, ich war nur in Deutschland. Und dann hat sich das irgendwie angeboten, dass man auch mal remote arbeiten kann. Zeit zum Reisen wird ja statistisch gesehen wahrscheinlich bei zunehmendem Alter eher weniger. Und deswegen mache ich es lieber jetzt. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Und für mich war es auch ähnlich wie bei dir so ein Prozess, dass man zu sich selber finden muss halt einfach. Und das ist nicht einmal so, oh, ich habe mich gefunden, ich weiß, wie ich ticke, sondern es kommt ja immer wieder. Es ist ja jedes Jahr, jedes Ereignis, was dich trifft. Jeder Mensch denkt, oh Gott, ich kannte mich ja eigentlich gar nicht. Wenn ich einen neuen Menschen treffe, lerne ich mich neu kennen. Das ist ja so eine ewige Suche. Und das gehört ja auch damit dazu. Das ist anstrengend, das ist aber auch wunderschön so. Und jeder findet das irgendwie anders so. Und manche haben halt diesen Drang, so wie bei dir halt auch, dass du sagst, hey, ich will raus, ich will andere Kulturen, andere Menschen kennenlernen. Und das gehört auch, finde ich, was du auch meinst, ist so die Baseline, wenn du dich gerade mit dir happy bist, du bist glücklich mit dir, dann hast du deinen Kopf auch für andere Sachen frei. So, ne? Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und das, denke ich, auch hilft auch der Arbeit, die du hier bei uns machst, sehr. Und auch dir selber auch sehr. Ne? Ja. Kreativität. Ich nenne es mal so, hast du bestimmte Rituale, um kreativ zu bleiben in der Arbeit? Das ist so eine ganz spannende Frage, die ich mir immer auch selber gestellt habe. Ob du da was hast, darüber haben wir auch noch nie geredet. Mein ganzer Job ist ja quasi kreativ sein sozusagen. Also das ist ja ein großer Teil von meinem Leben. Genau, und ich habe natürlich den glücklichen Zustand, dass ich auch noch dafür bezahlt werden kann. Genau, kreativ sein. Ich glaube, das muss eigentlich jeder Mensch irgendwie machen. So, das sollte auf jeden Fall jeder machen. Also es gibt ja immer Leute, die sagen, oh, ich bin nicht kreativ. Dann sage ich, so, dann hast du vielleicht noch nicht dein Werkzeug gefunden oder du hast halt noch nicht so viel geübt. Ne? Also ich meine, man muss halt auch Spaß haben wollen, sage ich mal so ein bisschen daran. Genau, das ist für mich ein wichtiges Thema, was jetzt nicht so von meinem Leben zu trennen ist. Ne? Das ist schon wirklich ein großer Teil davon. Und ich denke, ich meine, das ist jetzt natürlich kein Ritual in dem Sinne, aber mein Arbeitsprozess oder mein Leben ist so aufgebaut oder ich gestalte das so, dass die Kreativität da drin halt gut funktioniert und zwar möglichst stressfrei. Und da habe ich zum Beispiel jetzt so Sachen, die ich über die Zeit gelernt habe, sind, dass ich mir unter der Woche mindestens, also ich muss dazu sagen, ich arbeite 32 Stunden die Woche, da wollte ich nur kurz erwähnen. Also das heißt, ich habe auch 40 Stunden quasi quittet, sage ich mal, einfach weil ich damit nicht so gut funktioniert habe, weil genau diese kreative Arbeit, das hat mir dann nicht genug Raum gelassen, um den Kopf auch wieder frei zu bekommen. Und das finde ich, eine der wichtigsten Sachen, ne? Also dass man sich Tage nimmt, wo man sagt, okay, heute arbeite ich wirklich und kümmere mich um die wichtigen Sachen, die jetzt anstehen, damit ich nicht während der Arbeit daran denke, was ich nach der Arbeit mache, weil dann funktioniert Kreativität halt nicht. Und auf der anderen Seite aber auch sich wirklich Zeit nehmen, wo man nicht an die Arbeit denkt und wirklich auch einfach irgendwelchen anderen Sachen nachgeht. Ja, kennst du ja sicherlich auch. Man ist viel zu fokussiert an einem Problem und denkt die ganze Zeit drüber nach und es funktioniert einfach nicht und dann ist man frustriert, so, dann muss man quasi erstmal diesen ganzen Prozess durchstehen, bis man dann irgendwann sich vielleicht auch mal den Kopf frei macht und irgendwas anderes macht und nicht die ganze Zeit auch noch daran denkt, sondern wirklich mal frei ist und dann kommt man wieder zurück zu dem Problem und denkt, also
hat vielleicht schon super Ideen, während man den Kopf wieder frei hat, ne? Weil dann kommt ja oft dann die Inspiration, Badezimmer oder, ne, das ist ja so das Meme so ein bisschen. Ich glaube, alles, was einen halt so ein bisschen entspannt. Also ich persönlich höre auch sehr gern Musik. Also wenn ich mir einfach mal so einen Abend so ein bisschen was frei nehme, mich mit gut Musik hinlege und sowas in der Art und wie gesagt, Kopf frei bekommen, was auch immer das heißt, ne, mit Freunden was machen und so. Das sind ja irgendwie auch so kleine Rituale, ja. Ich finde es da so auf jeden Fall ganz, ganz spannend, denn bei mir ist zum Beispiel oft der Punkt, ich merke gar nicht, wenn ich nicht kreativ bin, obwohl ich gar nicht kreativ bin, aber ich denke, ich bin kreativ. So, das ist so ein Case, in dem man manchmal so reinkommt oder dann denkt man halt, ich höre auf zu arbeiten, aber ich kann nicht loslassen von der Arbeit, weil ich denke, oh mein Gott, das muss noch gemacht werden, das muss noch werden. Und das muss man halt auch lernen, was du halt meinst, wirklich dieses, ich höre jetzt auf, ich schalte ab, ich mache was anderes. Und dieses, weil im Endeffekt bringt es dir im Nachhinein was, so, weil wenn du sagst, hey, ich mache jetzt mal was anderes, ich schalte komplett ab, dann hilft mir das, weil ich dann wieder einen frischen Wind habe oder da frisch reingucke, aber irgendwie ist es manchmal schwer, das so zu machen, so, ne? Deswegen ist so die Frage, du hast ja bestimmt auch, das klingt jetzt so alles sehr perfekt, was du jetzt so beschreibst, aber es gibt ja bestimmt bei dir im Case halt auch irgendwie Faktoren, die deine Kreativität behindern. Das ist ja Stress, hast du ja gerade ganz deutlich gesagt, aber auch kreatives Loch nennt man das ja auch. Wenn man sagt, hey, ich bin gerade auch ein bisschen ausgebrannt, sage ich mal, kreativ so. Hast du auch sowas? Und wenn du sowas hast, wie kommst du denn da raus? Also was sind so deine Schritte, um da rauszukommen? Habe ich nicht. Ja, also ich meine, das Konzept habe ich auf jeden Fall auch schon gehört, vor allem halt auch von Freunden von mir oder Freundinnen, die wirklich sehr kreative Jobs haben, sage ich einfach mal. Also wirklich vielleicht jetzt Illustratoren und sowas in der Richtung. Also das ist ja wirklich, da macht man ja, also wir kennen mich jetzt auch nicht so mega gut aus, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, der Großteil der Arbeit ist da wirklich ja kreativ schaffen. Und wenn das wirklich 80% deiner Tasks halt ist, ja, dann stelle ich es mir tatsächlich auch nochmal ein bisschen schwieriger vor. Ich hatte da weniger Probleme mit, einfach weil die Aufgaben immer vielfältig sind und man hat immer schon so ein bisschen Abwechslung dabei. Und wenn man sich mal nicht so kreativ fühlt, dann macht man halt vielleicht irgendeine Aufgabe, wo man einfach nur, ja, die man irgendwie nur runterschreiben muss, sage ich mal, oder wo die einem halt irgendwie fällt oder irgendwelche Werte, irgendwas was testen, also irgendwas, wo man halt eben weniger freien Kopf gebraucht. Ich komme da, glaube ich, ganz gut raus, einfach indem ich mir mehr Zeit lasse. Ne? Also wo ich dann quasi dann die Tasks dann dahin lege, wo ich weiß, okay, da bin ich entspannt, da habe ich Zeit. Ja, das ist noch am ehesten, denke ich. Ja. Ja, also das Management im Endeffekt, so gucken halt, ob man andere Aufgabenbereiche hat. Ne? Okay, Fabio, ich habe eine fiese Frage natürlich wieder durch am Ende. Und zwar die Quizfrage. Und die fiese Frage, die ich jetzt habe, hast du eine schlechte Angewohnheit, die dich in deiner Kreativität einschränkt und behindert, die du aber nicht los wirst? Also so ein Laster, was du quasi trägst. Also ich würde es jetzt nicht Laster nennen, aber es ist natürlich so, ich glaube, in den kreativen Prozess einzusteigen, ist immer, man hat immer so einen gewissen Widerstand, ne? Und das ist natürlich was auch bei mir, auch wenn ich mich super selbst reguliere und alles, kommt das trotzdem vor, auch wenn es nicht wirklich auch einen Impact hat, aber dass ich einfach so ein bisschen Schiss habe, überhaupt diese kreativen Aufgaben anzufangen, weil ich halt nicht weiß, was da rauskommt im Endeffekt. Ne? Ich kenne nur das Problem oder beziehungsweise die Anforderungen und die Zielsetzung. Und oftmals, gerade jetzt im späteren Spielverlauf, wenn quasi so viel Komplexität schon da ist, dann muss man denken, okay, ich muss jetzt hier 10.000 verschiedene Sachen im Kopf behalten. Und ich habe keine gute Idee, wie das geht. Aber okay, ich muss jetzt diesen Sprint fertig machen. Das heißt, dann man ist so, okay, ich werde es schon irgendwie hinbekommen, aber genau, also bis ich dann auch mal wirklich anfange, weil dann ist es meistens kein Problem und funktioniert super. Aber genau, ich habe immer schon noch so ein kleines Ding im Kopf, wo ich manchmal denke so, oh, diesen Task habe ich eigentlich keine Lust. Aber ja, ich glaube, das ist auch Teil des Prozesses so, das wird auch besser und bangt auch mit allem anderen mit, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Krass. Ich hätte gedacht, du hast wirklich so ein Laster, weil bei mir ist das Laster YouTube. Also, ich kann mich sehr schnell so in YouTube verlieren oder so, wenn man mal so ein paar Videos anguckt, Katzenvideos oder so. Und dann denkt man, oh, eine Stunde ist rum, ich wollte eigentlich die Aufgabe längst schon anfangen. Aber Respekt, Fabio. Aber ja, das kann ich auch nachvollziehen. Das habe ich auch. Ich habe mehr Laster als... Ich will auch gar nicht sagen, dass ich gar keine Prokrastination... Also, vielleicht habe ich auch so Prokrastinationssachen. Ich glaube, das ist daran, dass ich halt so viel reise. Verbringe ich eher die Zeit nicht am Laptop. Das heißt, wo ich Zeit am Laptop verbringe und nicht arbeite, Zeit, die ist bei mir einfach, die hat nicht viel Platz in meinem Lifestyle. So, ja. Ja, ist doch schön, ja. Ne? Ja, super, Fabio. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und Freunde, wenn euch das gefallen hat, schreibt auf jeden Fall in den Kommentaren. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Fabio oder allgemein zu Droba habt, könnt ihr die dort gerne stellen und die beantworten wir euch. Und damit verabschiede ich mich. Und Fabio, ich gebe dir wieder das letzte Wort. Achso, ja, danke fürs Einschalten. Danke fürs Einladen. Und ich hoffe, ihr habt alle Spaß mit Droba und wir sehen uns. Macht gut. Tschüssi.
Sometimes an outsider is needed to remember the forsaken king.